Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Ich habe den Instant-Kaffeesatz am Boden des Kaffeebechers geprüft und habe ganz tief ins Glas geschaut und ich habe die Zukunft gesehen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich kenne jetzt die Trends im Cargo-Bike-Bereich für 2023. Also, glaube ich zumindest. Und wir bei der Radelbande, wir lieben Recycling. Deswegen war das Intro komplett recycelt von dem Video, das ich im letzten Jahr über die Trends 2022 gemacht habe. Wir wollen mal ganz kurz gucken, ob ich überhaupt recht hatte. Teilweise. E-Bikes sind auf jeden Fall smarter geworden. Auch das smarte System, das ich vorgestellt habe im letzten Jahr, hat nochmal einiges dazugelernt. Dann sind Akkus und alles Mögliche deutlich integrierter geworden in Cargo-Bikes und auch die ersten Holz- und Graslastenräder fahren tatsächlich über die Straßen. Das ist doch schon mal, zumindest glaube ich, irgendwie 50% richtig. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber was passiert in diesem Jahr? Viele tolle Sachen, glaube ich zumindest. Und ich habe mal 5 Trends identifiziert und da gehen wir jetzt mal nach und nach durch. Trend Nummer 1, die Preise sinken. Also vielleicht steigen sie auch. Nachdem die Fahrradbranche in 2020 und 2021 so richtig boomte, war Ende 2022 spätestens Schluss. Händler, Hersteller und Großhändler hatten massiven Overstock von 2022er Rädern, weil alles, was irgendwie in 20 und 21 bestellt wurde, in 2022 plötzlich wieder lieferbar war. Die Lieferketten wurden wieder aufgebaut, es kamen Hunderte, Tausende, Millionen, weiß ich jetzt nicht, Räder in die Leger rein und durch die fast überall einsteigende Inflation gingen diese Räder nicht wieder raus. Die Leute haben angefangen, ihr Geld zusammenzuhalten und dann lieber das Rad, was sie hatten, nochmal zu behalten und eher nochmal zu reparieren, anstatt in ein neues zu investieren. Und das führte zu massiven Problemen bei Händlern und auch bei den Herstellern, sodass einige Hersteller mittlerweile sogar pleite gegangen sind. Und das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Gut für die Verbraucher ist dann im Endeffekt, die tatsächlich in der Lage sind und Geld investieren wollen in ein neues Fahrrad, dass die Preise in einer solchen Situation tendenziell sinken. Und tatsächlich haben wir zum Ende 2022 bei einigen Online-Händlern und bei einigen stationären Händlern mal wieder Rabatte gesehen auf die Vorjahresmodelle bzw. auf die 2022er Modelle, was in den beiden Jahren davor eigentlich nie der Fall war. Interessanterweise gilt das aber nicht unbedingt für teure Räder. Und da fallen Lastenräder tendenziell auch mit rein. Das ist natürlich darin begründet, dass sie jetzt momentan nicht mehr so viel produzieren, dadurch natürlich die Stückkosten größer sind und somit die Preise für die Endkunden auch wieder erhöht werden müssen, damit so ein Hersteller profitabel arbeiten kann. Allerdings sind natürlich die ganzen Effekte, wie wir sie in 2020, 2021 und teilweise noch Anfang 2022 gesehen haben, mittlerweile wieder auf einem angenehmen Niveau. Die Logistikkosten sind deutlich gesunken und darin liegt es also nicht begründet, dass wir nach wie vor einen Preisanstieg sehen. Was aber auch ein Grund ist für weitere Preiserhöhungen, ist nach wie vor, dass Elektronikkomponenten noch immer rar sind. Das treibt natürlich gerade die Preise bei E-Bikes deutlich nach oben. Und dann haben auch Vorlieferanten, die eine gewisse Marktmacht haben, ebenfalls die Preise weiter angehoben. Zum Beispiel Bosch für das smarte System. Da sind die Komponenten deutlich teurer als für das dumme System, also das alte System. Und das sorgt natürlich gerade bei Rädern, die jetzt mit der neuen Technologie ausgestattet werden, für nochmal deutliche Preisanstiege. Also teure Räder bleiben teuer und werden tendenziell noch teurer. Aber wenn ihr ein, ich sag mal, Brot- und Butterfahrrad sucht, dann könnt ihr gerade jetzt euch auf gute Rabatte einstellen, weil die Händler eben die alten Modelle aus den Legern bekommen müssen. Insgesamt aber ist das definitiv keine gesunde Entwicklung, die wir in diesem Jahr auf dem Fahrradmarkt sehen und erst recht nicht auf dem Lastenradmarkt, denn wie gesagt, hier steigen die Preise tendenziell weiter. Der zweite Trend für 2023 ist Platz. Ja, Platz ist im Trend, aber wir haben insgesamt immer weniger davon. Und deswegen müssen die Hersteller jetzt reagieren und Räder auf den Markt bringen, die möglichst platzsparend sind. Entweder sich möglichst klein abstellen lassen oder möglichst viel Raum auf möglichst kleiner Grundfläche bieten. Und da gibt es einige interessante Konzepte, die schon vor ein paar Jahren vorgestellt worden sind, aber die jetzt so richtig Fahrt aufnehmen und immer sichtbarer werden. Zum Beispiel das Unit ist so ein Kandidat, ein ultra kleines
Lastenrad mit einer großen Ladefläche. Oder denken wir an das Muli. Oder denken wir zum Beispiel an das Turn Quick Haul. Oder denken wir an das Le Petit Porteur, das die Cargo Bike Lovers so lieben. Und das sind alles so Räder, die möglichst viel Raum auf möglichst kleiner Fläche bieten. Und da gibt es halt so Kandidaten, die sich zum Beispiel wie das Turn GSD einfach auf dem Gepäckträger aufrecht abstellen lassen. Oder auch, und das finde ich persönlich super spannend, das Brau aus Spanien. Das ist noch im Prototypenstatus und das lässt sich quasi falten wie ein Brompton oder sehr ähnlich zu einem Brompton und ist dann quasi so groß wie eine Eurobox. Ja, vielleicht ein bisschen größer, aber sehr, sehr klein. Und wenn man es auseinanderklappt, hat man vorne eine richtig große Ladefläche und kann ganz entspannt damit fahren. Wie cool ist das denn bitte? Und noch ein anderes Rad, das ich im letzten Jahr in dem Trends-Video vorgestellt habe, das Orvenson Urbanox. Das gibt es jetzt in echt. Damals gab es nur Renderings und jetzt gibt es das in echt und es lässt sich auch in das Heck eines Fiat 500 reinfalten. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr noch einige dieser Konzepte sehen werden von Kleinrädern, die viel können und die sich auch teilweise sehr klein abstellen lassen. Trend Nummer 3. Enviolo bekommt Konkurrenz. Gefühlt haben 90% aller Long Johns, zumindest aller großen Long Johns, die Kombination aus Bosch Mittelmotor und Enviolo Schaltungsnabe. Und so gut das funktioniert, ist es doch ultra langweilig. Und die Enviolo ist auch nicht die effizienteste Schaltung, muss man ganz ehrlich sagen. Dieses ganze Schaltprinzip, das ist zwar wartungsarm, aber auch teilweise ein bisschen anfällig, je nachdem, was für eine Charge man erwischt. Und es ist einfach deutlich ineffizienter als so zum Beispiel eine Rohloff-Schaltung oder als eine Kettenschaltung. Aber das ist aktuell so die Auswahl, die es gibt. Entweder Lastenräder haben eine Kettenschaltung oder sie haben eine Enviolo. Und dann gibt es teilweise noch Räder, die mit einer Nexus 5e auskommen. Aber da wird jetzt in diesem Jahr die ein oder andere Konkurrenz auf den Markt kommen und ich bin sehr gespannt, welche Hersteller auf diesen Zug mit aufspringen. Zum Beispiel habe ich im letzten Jahr auf der Eurobike die 3x3-Narbe gesehen. Das ist eine Neungangschaltung mit einer großen Bandbreite, die auch elektrifiziert und automatisch sich schalten lassen können auf Dauer. Und die finde ich sehr, sehr spannend, weil die soll auch, anders als eine Rohloff zum Beispiel, relativ erschwinglich sein und relativ günstig sein, aber trotzdem eine hohe Haltbarkeit versprechen. Und dann gibt es natürlich noch so Kandidaten wie die Revolut, die allerdings auch sich eher am oberen Spektrum, im oberen Preisspektrum bewegt. Aber, und das finde ich dann ganz besonders spannend, auch gerade für den Lastenradbereich, das sind Mittelmotoren mit integrierter Schaltung. Und da gibt es zum Beispiel ein Konzept von Valeo, das wurde schon vor ein paar Jahren vorgestellt. Im letzten Jahr sind dann ein paar Räder mit funktionierendem Prinzip auf der Eurobike auch fahrbar gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr einige Serienräder mit diesem Valeo Effigear-System sehen werden, also mit Motor und Schaltung integriert. Auch die Firma Revonte aus Finnland arbeitet an einem ähnlichen System, ein Motor mit einer angeflanschten Schaltung. Und sie haben im letzten Jahr auch schon einige Cargo-Bikes auf der Eurobike gezeigt. Und ich bin mal gespannt, was in diesem Jahr zu sehen sein wird. Werden diese Systeme in diesem Jahr wirklich breite Anwendung finden? Wird es schon eine breite Alternative zu Enviolo geben? Ich bezweifle es, aber ich glaube, die Weichen werden in diesem Jahr gestellt werden. Der vierte Trend in diesem Jahr sind Hybride und damit meine ich nicht Fahrräder mit Verbrennungsmotor und Elektromotor, sondern Räder, die nicht wirklich Lastenräder sind, aber auch nicht wirklich normale Fahrräder. Und das ist auch eine spannende Kategorie, weil wir denken Lastenräder in der Regel so in Kategorien. Wir haben das Long John, wir haben das Long Tail, wir haben Dreiräder mit Drehschemelenkung, Neigetechnologie und so. Aber dazwischen, darüber, links und rechts gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten, die man mit einem Fahrrad machen kann. Und ein Beispiel, das auch im letzten Jahr auf der Messe gar nicht zu sehen war, weil es zu spät ankam, aber was in diesem Jahr wahrscheinlich doch an der einen oder anderen Stelle zu sehen sein wird, ist das Benno mit dem ersten integrierten Akku, nämlich das Benno 46er. Das ist sehr interessant, weil das hat vorne ein 26 Zoll Rad und hinten ein 24 Zoll Rad. Ist so kurz wie ein normales Fahrrad, bietet aber Benno-typisch ein breites Spektrum an verschiedenem Zubehör, mit dem man das Rad wirklich sehr, sehr variabel machen kann und richtig cool ausstatten kann. Und ich glaube, dass das ein Trend ist, den wir auch noch weiter bei vielen anderen Rädern sehen werden, denn nicht jeder braucht ein richtiges Lastenrad. Die meisten sind damit schon zufrieden oder die meisten könnten ihren Alltag
ihren autolosen Alltag auch mit einem Fahrrad bestreiten, das einfach ein bisschen mehr aushält. Und andere Räder aus dieser Kategorie sind zum Beispiel das vorhin schon erwähnte Tern Quick Haul zum Beispiel oder auch das Bergamont e-Cargoville Bakery oder auch das KTM Machina Multi. Also ich denke mal, von diesen Hybridrädern werden wir in diesem Jahr auch noch einige sehen. Und der 5. Trend für dieses Jahr: die Großen kommen. Bisher war das so, dass Lastenräder tendenziell von Herstellern gebaut wurden, die nur Lastenräder bauen. Wenn wir zum Beispiel an Urban Arrow denken, nur Lastenräder. Wenn wir an Larry vs. Harry denken, nur Lastenräder. Wenn wir an Baboo denken, nur Lastenräder. Aber jetzt fangen immer mehr Hersteller an, große Fahrradhersteller, ihre eigenen Lastenräder ins Sortiment zu bringen. Und dieser Trend, der ist nicht neu. Das sehen wir schon seit einigen Jahren. Einer der Vorreiter war zum Beispiel Riese und Müller, die schon 2013 oder 2014 mit dem Load ein echtes Lastenrad auf den Markt gebracht haben und damit einer der ersten normalen Fahrradhersteller waren, die sich auch an ein echtes Lastenrad getraut haben. Und zum Beispiel das Cube Cargo Hybrid ist jetzt auch schon seit einigen Jahren auf dem Markt und das konnte ich auch im letzten Jahr schon testen. Aber diese Hersteller verbreitern jetzt ihr Lastenradportfolio, weil sie offenbar in diesem Segment ein großes Potenzial sehen. Cube hat zum Beispiel so ein bisschen versteckt auf der Internetseite einen Longtail angekündigt und sie haben ja auch schon seit längerem ihr Dreirad mit der Neigetechnologie vorgestellt und ich denke mal, dass auch das in diesem Jahr kommen wird. Und dann gibt es aber auch weitere Hersteller, die noch gar kein Lastenrad haben, aber in diesem Jahr damit groß rauskommen wollen. Trek hat zum Beispiel 2 Lastenräder vorgestellt, einmal das Fetch Plus 2 und das Fetch Plus 4. 2 Lastenräder, die einfach plötzlich auf der Internetseite sichtbar waren. Und auch ein Hersteller wie Specialized zum Beispiel hat eine komplett neue Marke gegründet, okay, es ist nicht ein richtiges Lastenrad, es ist so ein Hybrid-Lastenrad auf den Markt zu bringen mit diesen Globe Cycles, die dann auch etwas günstiger sein sollten, als Specialized-Räder normalerweise sind. Und dann ist auch noch Velo de Ville, deren Lastenrad ich im letzten Jahr auf der Eurobike schon einmal sehen konnte, das in diesem Jahr wahrscheinlich auf den Markt kommen wird. Und auch Kettler hat im letzten Jahr einige Konzepte gezeigt und hat schon in mehreren Kommentaren unter den YouTube-Videos gesagt, dass sie in diesem Jahr Cargo-Bike-mäßig einiges vorhaben. Also die Großen, die wollen den Markt jetzt richtig von hinten aufrollen und sich selber an die Spitze begeben. Und sie haben einige coole Ideen und das finde ich sehr, sehr spannend. Die traditionellen Lastenradhersteller haben sich in letzter Zeit so ein bisschen ausgeruht, möchte ich nicht sagen, aber die großen Innovationen, die spannenden Konzepte kamen dann in den letzten 2 Jahren doch erstaunlicherweise eher von den großen Fahrradherstellern, die natürlich auch einiges an Entwicklungsbudget mitbringen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich die traditionellen Fahrrad- oder Lastenradhersteller aufstellen werden und wie der ganze Markt in diesem Jahr durchgemischt wird. Ja, das sind die Trends und Themen, die ich in diesem Jahr im Cargo-Bike-Segment sehe. Und die ersten Messen finden demnächst statt. Das heißt, wir werden euch brühwarm die Trends und Themen auch in echt präsentieren können. Also sofern sie auf irgendwelchen Messen zu sehen sind natürlich. Aber was glaubt ihr, wird in diesem Jahr passieren? Meint ihr, ich habe recht oder seht ihr noch andere Trends? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist. Dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann. Und wenn ihr euch gefragt habt, was das hier ist, ich habe halt 2 Töchter, ne? Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Farbe ihr am besten findet, für mich so. Und sollte ich das beibehalten?